Hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Heute geht es um die Frage, ob eher ein Kater oder eine Katze zu euch passt. Was zeichnet beide Geschlechter aus? Und wo macht es tatsächlich Sinn, sich eher für eine Katze oder einen Kater zu entscheiden? Und zum Schluss gibt es wie immer ein Rätsel. Wenn euch etwas Bestimmtes interessiert, dann schreibt uns doch mal eine Mail oder einen Kommentar. Und um künftig keine Folge mehr zu verpassen, abonniert doch kostenlos unseren Kanal. Ihr wollt euch eine, im Idealfall mindestens 2 Samtpfoten anschaffen, könnt euch aber nicht entscheiden, ob es Kater oder Katze sein soll? Ihr habt schon öfter von Bekannten oder Freunden die Aussprüche typisch Kater oder typisch Katze gehört, wisst aber nicht genau, welche Charaktereigenschaften sich dahinter verbergen? Wenn ja, dann versuchen wir euch heute ein bisschen bei eurer Entscheidung zu helfen. Große Schmuser. Man sollte es nicht für möglich halten, aber Kater gelten im Vergleich zu ihren weiblichen Artgenossen als die bedeutend verschmusteren. Die Männer können es nur leider schwer verstehen, wenn die Katzeneltern mal keine Zeit für eine Kuscheleinheit haben und fordern diese dann vehement ein. Ist ein Artgenosse im Haus, wird weniger ausgiebig auf der Streicheleinheit beharrt und Katerchen ist ausgeglichener. Daher empfiehlt auch Fräulein Maja immer den Mehrkatzenhaushalt. Übrigens gilt für Spieleinheiten das gleiche wie für Schmuseeinheiten. Kater sind hier beharrlicher und ausdauernder beim Einfordern der Spielstunden als Katzen. Imposante Erscheinungen. Fans der weiblichen Fellnasenausgaben werden dem zwar widersprechen, aber oft werden Kater aufgrund ihrer imposanten Erscheinung ausgesucht. Sie haben längere Schnurrhaare, sind größer und auch muskulöser als die Damen. Es hält sich hartnäckig der Mythos, dass Kater auch deshalb gern bewundert werden. Fellpflege. Katzen widmen sich laut einer wissenschaftlichen Untersuchung länger und ausgiebiger der Fellpflege als ihre männlichen Artvertreter. Aber nicht nur sich selbst putzen die Ladies ausgiebiger, sondern häufig ihre Menschen, für die sie unter Umständen einen regelrechten Putzfimmel entwickeln können. Sie pflegen auch häufig die Haare ihrer Zweibeiner mit dem eingebauten Kamm ihrer rauen Zunge. Diva oder Zicke. Weibliche Fellnasen werden oft mit Diven verglichen. Das hat auch seinen Grund, denn im Umgang mit fremden Weibchen kann die Dame auch schnell zur Zicke werden. Als Mensch hat man da es schon leichter, denn die Diva ist einfühlsamer und nicht ganz so ruppig beim Spielen wie ein Kater. Sie lässt auch mal eine Spielstunde ausfallen zugunsten eines warmen Fensterplatzes, an dem sie nur so dahin fließen kann, um ganz damenhaft zu entspannen. Sie hat ein feineres Gespür für die Stimmungen ihrer Menschen und wird ganz anhänglich, wenn es ihren Zweibeinern einmal schlecht geht. Außerdem bringen Katzen ihren Menschen kleine Geschenke wie Vögel oder Mäuse mit, um ihre Bindung zu stärken. Freigang. Falls die Fellnasen Freigang haben sollten, muss dem Halter klar sein, dass Kater sich teils bedeutend weiter vom Zuhause entfernen, als Katzen das in der Regel tun. Ein unkastrierter Kater kann nicht nur weit, sondern auch manchmal tagelang auf Brautschau unterwegs sein. Die kleinen Zicken entfernen sich hingegen selten mehr als 100 Meter von ihrem Zuhause. Der Kater lebt in einem größeren Revier rein statistisch gefährlicher. Schnipp-Schnapp. Nicht nur beim Freigang wichtig, aber hierbei von entscheidender Bedeutung ist die Kastration. Kater sollten im Alter von 4 bis 6 Monaten und Katzen ab 6 Monaten kastriert werden. Den genauen und für euch passenden Zeitpunkt bestimmt euer Tierarzt. Kater kommen dann gar nicht erst in den Sexualtrieb, der der Auslöser für das Harnmarkieren ihres Revieres ist. Wer einmal diesen beißenden Geruch in der Nase hatte, möchte ihn nicht unbedingt erneut oder erst recht nicht auf den eigenen Möbeln riechen. Der Kater ist nach der Kastration bedeutend ruhiger und ausgeglichener und auch der Drang zu markieren oder zu Raufereien nimmt ab. Bei den Katzen sieht das ähnlich aus. Sie markieren zwar nicht so stark wie ihre männlichen Artgenossen, können aber rollig werden, sobald die Hormone erwachen. Das ist weder für Katzi noch für die Menschen schön, wenn die kleine Katzendame nicht weiß, wohin mit ihren Gefühlen und Tag und Nacht ruft und miaut. Hierzu haben wir schon eine Folge gemacht. Schaut doch mal rein.
Weitere wichtige Aspekte, die für die Kastration sprechen, sind eine Verminderung von Gesundheitsgefahren durch beispielsweise Gesäugetumore, die Stressreduktion und hierdurch die Verringerung von damit einhergehenden Krankheiten und auch die Vermeidung von unkontrollierter Vermehrung der Freigängerkatzen. Durch unkastrierte Freigänger gibt es verwildernden Nachwuchs und damit herrenlose und unversorgte Katzen, die damit der Verbreitung von Krankheiten Vorschub leisten. Bei allen vorgestellten Unterschieden gilt aber immer, Ausnahmen bestätigen die Regel. Katzen als hochentwickelte Säugetiere haben ihren eigenen Kopf. Und so geht auch eine Katzenlady auf eine ausgiebige und lange Erkundungstour. Viel weiter als nur 100 Meter ums Haus, wenn sie will. Und Kater können auch einfühlsam und anhänglich sein. Sie sind eben Individuen mit einem eigenen Kopf. Eben nicht nur typisch Kater oder typisch Katze. Folgt eurem Herzen oder lasst euch ganz einfach von einer Fellnase adoptieren. Das hat auch bei uns ganz wunderbar geklappt. Und wer nach diesen ganzen Charaktereigenschaften noch immer nicht weiß, welches Katzengeschlecht besser zu ihm passt, schafft sich am besten gleich 2 Fellnasen an. Gerade bei der Wohnungshaltung solltet ihr das dringend in Erwägung ziehen. Auch eine kleine Wohnung bietet, wenn alle Dimensionen mit entsprechenden Katzenmöbeln, Catwalks und Kratzbäumen ausgenutzt werden, genügend Raum für mindestens 2 Katzen. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet die eine oder andere Anregung dadurch bekommen. Kennt ihr noch weitere Tipps, die eine Entscheidung für Katze oder Kater erleichtern? Postet sie doch mal in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen hoch und teilt uns. Im Rätsel vom letzten Mal suchte Maya den Eiszapfen und ihr wusstet das. Prima. Doch was suchen wir heute? Wer hat keine Freunde? Und trotzdem kennt man sie gut. Wer macht sich lieber Feinde? Wer frisst am liebsten Mut? Wen kann keiner leiden? Doch sie hat jeden gern. Wer kennt auch jeden Menschen, ganz egal ob nah oder fern? Wenn ihr die Lösung wisst, dann schreibt sie bitte wie immer in die Kommentare. Genauso wie Anregungen oder Videowünsche. Die könnt ihr uns auch mailen. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert auch kostenlos unseren Kanal und gebt Maya einen auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.